Pflanzen stehen in einem ständigen Austausch mit ihrer Umgebung. Für die Photosynthese nehmen sie Kohlendioxid aus der Luft auf und verarbeiten es zu Zucker und weiteren Pflanzenstoffen. Aus dem Boden nehmen sie über ihre Wurzeln Nährstoffe auf, zum Beispiel Stickstoff. Die meisten chemischen Elemente im Periodensystem, das heißt auch Kohlenstoff und Stickstoff, liegen als Isotopengemische vor. Dadurch entsteht ein ganz spezifisches Isotopenmuster in der Pflanze, das Auskunft geben kann über die Herkunft des eingebauten Elements. So kann man zum Beispiel sehen, ob eine Pflanze den Stickstoff, den sie aufgenommen hat, aus organischem Dünger oder aus mineralischem Dünger erhalten hat, da sich deren Isotopenzusammensetzung unterscheiden. Das Verfahren, um solche Isotopen zu messen, ist die Isotopenmassenspektrometrie. Doch dafür müssen die Pflanzenproben erst aufgearbeitet werden. Zuerst werden die Proben für mehrere Tage im Trockenschrank getrocknet. In der Kugelmühle werden die Proben gemahlen. Dafür werden die getrockneten Pflanzenproben in diese kleinen Metallzylinder gefüllt. Dann kommt eine Kugel dazu, die das Pflanzenmaterial durch Schütteln pulverisiert. Mit einer Präzisionswaage werden die homogenisierten Proben mit einer Genauigkeit von Hundertstel Milligramm eingewogen. Für die Analyse der stabilen Isotope des Stickstoffs und des Kohlenstoffs wird das Pflanzenpulver zum Einwiegen in kleine Zinnkapseln gefüllt. Dann werden die Proben in einem Oxidationsofen verbrannt. Im Inneren des Ofens werden die Proben in einer exothermen Reaktion zu Kohlendioxid, Stickoxiden und Stickstoff verbrannt. Diese Gase werden zu einem integrierten Gaschromatographen transportiert, wo sie aufgetrennt werden. Von dort fließt das Stickstoffgas und später das Kohlendioxid zum Herzstück des Messgerätes, zum Isotopenmassenspektrometer. In der Ionenquelle wird das Gas mit Elektronen beschossen.
Diese Elektronen schlagen ein Elektron aus der Elektronenhülle jedes Gasmoleküls, sodass positiv geladene Gasionen entstehen. Sie werden hier gebündelt und beschleunigt. Zwischen der Ionenquelle und dem Detektor befindet sich ein Elektromagnet, der die Flugbahn der positiv geladenen Ionen ablenkt. Die Ionen mit dem leichteren Isotop werden dabei stärker abgelenkt als die Ionen mit dem schwereren Isotop. Auf unterschiedlichen Flugbahnen treffen die Ionen mit verschiedener Isotopensignatur auf einen Detektor. Der Detektor besteht aus sogenannten Faraday-Bechern. In einem Faraday-Becher treffen die Ionen mit den leichteren Isotopen ein, in einem anderen die mit den schwereren Isotopen. Die Faraday-Becher produzieren elektrische Signale, deren Stärke von der Anzahl Ionen abhängt, die auf den Becher auftreffen. Der zeitliche Verlauf der Signale wird in einem Chromatogramm dargestellt. Die Fläche des Ausschlags ist dabei proportional zur gemessenen Anzahl der Isotope. Mit diesen Ergebnissen lassen sich nun Aussagen zur Herkunft der Stickstoff- und Kohlenstoffatome in der Pflanzenprobe machen.